Morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen. Thank you for all the wonderful feedback. Danke für alle wundervollen Feedbacks. That how much you guys are blessed and touched and influenced by this wonderful devotional. Wie sehr ihr durch diese Morgenandachten gesegnet und berührt seid. I also enjoyed that so many people gave us feedback that you like that we go verse by verse now. Ich finde es auch schön, dass es euch gefällt, dass wir jetzt Vers für Vers vorgehen. Somebody sent me a message saying, I was praying about understanding this verse and that's exactly a couple of days later it came with the devotionals. Jemand schrieb, dass er gebetet hat, einen bestimmten Vers zu verstehen und dann ein paar Tage später die Andacht dazu gehört hat. So we are glad that we can be used by God this way. Wir freuen uns also, dass wir auf diese Weise von Gott gebraucht werden können. Now, let's go to verse 12 of Philippians chapter 1. Lasst uns jetzt mit Vers 12 in Philipper 1 weitermachen. And of course, I'm going to keep going in the Passion. Und natürlich verwende ich weiterhin die Passion Übersetzung. So, verse 12 says, I want you to know, dear ones, what has happened to me has not hindered but helped the ministry of preaching of the gospel. Vers 12 sagt, ich möchte, dass ihr wisst, meine Geliebten, dass das, was mir widerfahren ist, meinen Dienst der Verkündigung des Evangeliums nicht behindert, sondern gefördert hat. Causing it to expand and spread to many people. So, dass es sich ausbreiten und zu vielen Menschen gelangen konnte. Guys, Leute, it seems like a simple verse, doesn't it? das scheint ein simpler Vers zu sein, nicht wahr? Do you know that in this verse there is such a depth that we could easily teach for an hour on it? Aber wisst ihr, dass dieser Vers solch eine Tiefe hat, dass wir leicht eine Stunde darüber predigen könnten? You want to challenge me? Wollt ihr mich auf die Probe stellen? It's actually this morning in my time with Jesus, I was meditating on this very verse. Heute Morgen habe ich in meiner Zeit mit Jesus tatsächlich über diesen Vers meditiert. So look what happened. Schau mal. When Paul says, I want you to know, dear ones, what has happened to me, Wenn Paulus sagt, ich möchte, dass ihr wisst, meine Geliebten, was mir widerfahren ist, the first thing we have to ask what happened to him. dann müssen wir uns zunächst fragen, was ihm denn passiert ist. He was in prison. Er war im Gefängnis. Do you know what? And it is so amazing that Paul didn't endure the prison, but used the prison. Es ist so herrlich, dass Paulus das Gefängnis nicht erduldet, sondern genutzt hat. In my understanding, many Christians have a very sad or even bad theology. Nach meinem Verständnis haben viele Christen eine sehr traurige oder sogar falsche Einstellung, When it comes to suffering. wenn es um Leiden geht. Now look, I'm sure suffering is a mystery that almost every person in this world is trying to figure out. Ich glaube, dass Leiden ein Geheimnis ist, was fast jeder in der Welt zu verstehen versucht. You know, think about it. Überleg mal, The whole world is trying to find an answer to why there is suffering in the world. die ganze Welt versucht, eine Antwort zu finden, warum es Leid auf der Erde gibt. And as many different denominations there are, as many different answers there are. Und es gibt genauso viele verschiedene Antworten, wie es Denominationen gibt. And I'm not sure if there is one answer to why there is suffering in the world. Und ich bin nicht sicher, ob es nur eine Antwort auf diese Frage gibt. You know, I mean, for sure we understand that the world has been given to man and man is the cause of suffering. Natürlich verstehen wir, dass die Erde dem Menschen gegeben wurde und er die Ursache des Leidens ist. But it's very important that you have the right understanding of the whole subject of suffering. Aber es ist sehr wichtig, das richtige Verständnis der ganzen Thematik des Leidens zu haben. And Paul is not trying to hide his suffering. Paulus versucht nicht, sein Leiden zu verbergen. You know, Paul is not pretending, hey, listen, don't let anybody know what I'm suffering because then they might get discouraged. Er behauptet nicht, lasst bloß niemanden wissen, wie sehr ich leide, damit sie nicht entmutigt werden. I'm a man of faith. Ich bin ein Mann des Glaubens. I have to tell everybody that I'm a man of faith and I'm walking in victory. Ich muss also allen sagen, dass ich ein Mann des Glaubens bin und im Sieg lebe. Listen, Hört zu. there are so many great men and women of God that I admire a lot. Es gibt so viele großartige Männer und Frauen Gottes, die ich sehr bewundere. But I do not like, neither do I agree with how they handle the whole subject of suffering and pain in their life. Es aber nicht mag und auch nicht damit übereinstimme, wie sie mit dem Thema Leid und Schmerz in ihrem Leben umgehen. And I tell you why. Und ich sage dir warum. Because the only stories they tell you are stories of amazing, wonderful things happening in their lives. Denn das Einzige, was sie dir erzählen, sind die Geschichten über all die wunderbaren, tollen Dinge, die in ihrem Leben passieren. That's not the truth. Das ist nicht die Wahrheit. The truth is, suffering is part of life. Die Wahrheit ist,
dass Leid ein Teil des Lebens ist. Bible doesn't hide that. Die Bibel verbirgt das nicht. The new covenant has not removed suffering. Der neue Bund hat Leid nicht beseitigt. The new covenant has not changed the evil world into a beautiful utopia, perfect world. Der neue Bund hat die böse Welt auch nicht in eine herrliche, utopische Welt verwandelt. Jesus never told his disciples, hey guys, this world is going to be a fun place that now you follow me. Jesus sagte seinen Jüngern nie, hey Jungs, jetzt wo ihr mir nachfolgt, ist diese Welt ein toller, spaßiger Ort. No, Jesus warned the disciples there will be trouble. Nein, Jesus warnte seine Jünger, dass es Schwierigkeiten geben wird. The first prophecy that Paul got was, I will show you how much you have to suffer for my name's sake. Die erste Prophetie, die Paulus erhielt, war, ich werde dir zeigen, wie sehr du um meines Namens Willens leiden musst. Paul told Timothy, everyone who wants to live a godly life has to suffer persecution. Paulus schrieb Timotheus, dass jeder, der ein gottgefälliges Leben führen will, Verfolgung erleiden wird. Paul picks up in the letter of Hebrew, if you believe that Paul wrote it. Im Hebräerbrief macht Paulus, wenn du glaubst, dass er ihn geschrieben hat, eine Aussage. He wrote this verse in chapter 5 verse 8, which is a mystery to almost every Christian. In Kapitel 5, Vers 8, die fast allen Christen ein Rätsel ist. Even though he was son, he had to learn obedience through the things he suffered. Und obwohl er Sohn war, hat er doch an dem, was er litt, den Gehorsam gelernt. Peter picked up the word suffering too. Petrus gebraucht ebenfalls das Wort Leiden. Peter told us we should have the attitude that Jesus had and embrace suffering. Er sagt, dass wir die gleiche Einstellung wie Jesus haben und Leiden annehmen sollten. So this is such a mystery. Es ist solch ein Geheimnis. That Peter said we should actually have the attitude to embrace suffering. Dass Petrus sagt, dass wir die Einstellung haben sollten, Leiden willkommen zu heißen. And then he says, because he who has suffered in the flesh has stopped to sin. Und dann sagt, denn wer seinetwegen körperliche Schmerzen auf sich nimmt, der hat mit der Sünde gebrochen. See, I told you we could talk for an hour just about this one verse. Siehst du, ich sagte doch, wir könnten eine Stunde lang über diesen Vers reden. And I will talk a little bit more. Und ich werde noch etwas darüber sprechen. Because it is important that we Christians have the right understanding about suffering so that we can live victorious. Denn es ist wichtig, dass wir Christen die richtige Einstellung zu Leid haben, um siegreich leben zu können. Suffering will always be part of life as long as we live on this earth before Jesus has come back. Leid wird immer Teil des Lebens auf dieser Erde sein, bis Jesus wiederkommt. The question is not, will we suffer? The question is, what do we do with the suffering? Die Frage ist nicht, ob wir leiden, sondern was wir mit diesem Leid machen. See you tomorrow. Bis morgen.